Die letzten 25 Kilometer in Kroatien, von Rijeka zum Grenzübergang Rupa, hielten nochmal 600 Höhenmeter für uns bereit. Und dabei genügend Zeit, die Radrunde in Istrien für uns einzuordnen. Wir stellten nämlich fest, dass der ein oder andere Gedanke mehr im Vorfeld hilfreich gewesen wäre. Dass es Anfang Juli sehr warm sein kann, sollte, so weit im Süden Europas, niemanden überraschen. Es war eben noch ein bisschen heißer als normal. Die Tatsache, dass es neben sehr schönen Radwegen auch einige Kilometer richtig ins Gelände ging, kannten wir. Der feine weiße Staub war allerdings ungewohnt für uns. Wem etwas mehr Verkehr inklusive schwerer Lastwagen auf unvermeidlichen Startstraßen nichts ausmacht, der kommt sicher gut über die Runden. Ganz neu für uns war das zum Teil schon aggressive Verhalten mancher Autofahrer, inklusive wüster Beschimpfungen. Aber wahrscheinlich war es auch ihnen zu heiß. Bei der Nachbetrachtung der Reise habe ich herausgefunden, dass die Aktualisierung des Rad-Navi-Kartenmaterials unkompliziert und kostenlos möglich gewesen wäre. Ungeschickt und ärgerlich, aber wieder mal lehrreich. Eine neue Vorliebe haben wir in Form von Grapefruit-Radler entdeckt. Dieses Getränk war abends als Kontrast zum maximal lauwarmen Wasser tagsüber ein wahrer Lebensretter für uns. Landschaft und Städte in Istrien sind wirklich so traumhaft wie von uns erwartet. Allerdings würden wir die Halbinsel definitiv nicht mehr per Rad umrunden, sondern die Erkundung der herrlichen Gegend von einzelnen Standorten aus vornehmen. Jetzt sind wir wieder in Slowenien. Sechs in Rijeka gestartet. Mit der größten Hitzering auskennen. Das war dringend nötig, weil da geht schon ganz schön steil aus der Bucht. Und jetzt geht's nach Postojna, Adelsburg. Nach einer Woche ständig mehr oder weniger an der Adria mussten wir uns erst wieder neu orientieren. Allerdings war die Natur gleich nach der Grenze in Slowenien wieder auffallend grüner.
Unser Übernachtungsort Postojna ist natürlich für sein ausgedehntes Tropfsteinhöhlensystem bekannt, das man zum Teil mittels einer elektrisch betriebenen Bahn erfahren kann. Weil wir dort vor Jahren schon mal waren und bei der Tour auf Indoor-Besichtigungen generell verzichteten, durchradelten wir das Gelände nur. Aus der habsburgischen und österreichischen Vergangenheit gesehen, führte diese Etappe von Adelsberg nach Laibach und durch Oberkrain. Und damit können wir endlich einschätzen, woher die grobe geräucherte Krainer Wurst und die schwungvolle Klarinettenvolksmusik der Original Oberkrainer kommen. Guten Morgen von der Felsenburg Predjama. Ich habe gerade gelernt, dass das vor der Höhle heißt. Wir haben jetzt gerade eine Etappe von Postojna nach Ljubljana. Das geht in Riesenschritten dem Ende unserer Tour entgegen. Wir freuen uns morgen auf den Ruhetag in der Hauptstadt von Slowenien. Dieses Heugebläse weckt Kindheitserinnerungen. So wurde auch bei uns früher das Heu in den Stadel verfrachtet. Staubige Sache.
Von nun an geht's bergab. Gut für mich. Für mich, Kraft ist gut. für mich. Am ersten Abend in Ljubljana erlebten wir mit, dass es hier regelmäßig Public Viewing bei Basketballspielen gibt. Man feierte einen 97:69 Sieg gegen Kroatien und wir die Aussicht auf einen Ruhetag in Laibach. In der jungen, entspannten Hauptstadt Sloweniens trifft man natürlich überall auf die allgegenwärtigen Drachen, aber auch laufend auf dem Fluss Ljubljanica, der ganz in der Nähe in die Save mündet. So kann man Wildgrillen auch verhindern, indem man einfach einen Haufen Grills hinbaut. Raffiniert. Ljubljana, die grüne Hauptstadt. Wir hatten bei dieser Reise einen einzigen Fixpunkt, und zwar an einem Freitag in Ljubljana zu sein. Der Grund dafür ist genau das hier: die offene Küche mit Spezialitäten aus aller Welt. Wir hatten uns das Ganze zwar nicht ganz so marktmäßig vorgestellt, aber es ist eine geniale Idee.
Kaiserschmarrn. Wiener Kaiserschmarrn. Mitten in Ljubljana. Grüß euch. Heute ist meine vorletzte Etappe nach Bled. Wieder in die Berge. Und Gott sei Dank haben wir angenehme Temperaturen. Die letzten beiden Etappen von Ljubljana nach Bled und schließlich wieder zurück nach Kranjska Gora führten für uns wieder Richtung Berge und zu großen Teilen an der Save entlang. Und zum Teil auch hinein, aber dazu gleich mehr. Eigentlich waren ja nur ein paar Panoramaaufnahmen geplant, aber entweder schlug der Übermut gnadenlos zurück oder Fluffy Flugfilmer wollte auch mal eine kleine Abkühlung in der Save. Auf alle Fälle war ein unfreiwilliger Tauchgang inklusive anschwellendem Blutdruck fällig. Unterwasserfilmer und Hobbytaucher sind glücklicherweise zwischenzeitlich wieder trocken und wohlauf. Es ist aber blöd, dass nach Blöd so steil aufgeht, oder? Saublöd.
Bled und der idyllische See dazu waren für uns, wie für unzählige Touristen aus aller Welt, für eine zweite Übernachtung vorgesehen. Am nächsten Tag stand nämlich eine Radrunde zur Hochebene Pokljuka auf dem Programm. Guten Morgen! Heute ist die vorletzte Etappe unserer Radrundreise Slowenien-Istrien. Nach der ersten Nacht in Bled bin ich jetzt gerade beim Aufstieg zur Hochebene Pokljuka. Bei Franziska nimmt sie heute keine Auszeit. Die letzten 14 Tage waren doch sehr fordernd, besonders temperaturmäßig. Die Pokljuka kenne ich nur vom Namen und von den Biathlon-Weltcup-Übertragungen im Winter. Ich hoffe, dass wir miteinander aber auch ein paar beeindruckende Bilder sammeln, heute im Laufe des Tages. Also, auf geht's und Servus! Diese Variante des Anstiegs zur Pokljuka gönnt uns eine 30 Kilometer lange flache Anfahrt, bevor fast alle der insgesamt knapp 1100 Höhenmeter innerhalb von 10 Kilometer anstehen. Natürlich wird bei solchen Steigungen der Puls schnell höher und der Blick rasch weiter. Uhr, ungefähr 1000 Meter Seehöhe, 31 Grad im Schatten. Insgeheim habe ich ja gehofft, am Weltcup-Stadion ein paar slowenische Biathleten zu sehen. Zu meiner großen Überraschung war zu der Zeit das Herren-Weltcup-Team Deutschland zu einem Trainingslager vor Ort. Die Athleten kamen gerade von einer Rennradrunde zurück.
Im Gegensatz zu Ihnen dürfte ich mich jetzt aber noch zu einer rasanten Abfahrt wieder talwärts Richtung See aufschwingen. Grüß euch! Also heute ist unsere letzte Etappe nach Kranjska Gora. Es waren 2 schöne Tage in Bled. Ihr seht hinter uns der See und das Kirchhaus und die Burg. Und jetzt freuen wir uns wieder, wenn wir heim dürfen. Bis dann! Ihr denkt wahrscheinlich, genau wie wir, was sagt die Frau da? Wir freuen uns, wenn wir wieder heim dürfen. Zu dem Zeitpunkt und auch noch Tage später war einfach nur mehr Erschöpfung spürbar und jeder Gedanke, jemals wieder eine Mehrtagesradreise zu machen, fast schon abwegig. Inzwischen aber planen wir schon wieder voller Vorfreude eine Tour für 2023. Übrigens waren wir in Slowenien auf keiner Pilgerreise unterwegs. Die Menschen hier pilgern in Scharen zur Windgard-Klamm bei Bled. Diesen Besichtigungsplan gaben wir daraufhin ganz schnell wieder auf. Für die 20 Euro kaufen wir uns heute 4 Radler in Kranjska Gora. Mit dem Radovna Tal wartete auf der letzten Etappe noch ein absolutes Highlight auf uns. Die Natur entlang des glasklaren Gebirgsbaches kann man einfach nur traumhaft nennen.
Neustrana erreichten wir die Save wieder, an deren Ufer ein perfekter Radweg die letzten 13 Kilometer der Tour zurück nach Kranjska Gora zu einem Kinderspiel werden ließ. Zumindest aus heutiger Sicht. Rückenwind nach Kranjska Gora. Kann vielleicht sein, dass das so ausschaut, wenn es jetzt da kühl war und das Ringen bald anfängt, stimmt aber nicht. 33 Grad im Schatten. Kurz vor Kranjska Gora. Also inzwischen ist es so weit, dass wir gar nicht wissen, wie lange wir unterwegs waren. Irgendwann, vor grauer Vorzeit, haben wir da gestartet in Kranjska Gora, über den Vršić-Pass. Waren wir am Anfang vor der Tatendrang und jetzt hängen wir komplett fertig da. Aber haben wir glücklich wieder in Kranjska Gora zurück. Fazit ist wahrscheinlich blöd, wenn man jetzt gerade so fertig ist. Aber wir probieren es trotzdem. Im Vergleich zu dem, wenn man dann mit dem Film fertig haben, wie es da ausschaut. Haben wir vielleicht das kleine Handicap gehabt, dass brutal heiß war, muss man sagen. Zum Teil 37 Grad, 2 Tage lang in Istrien. Das beeindruckt natürlich, das beeinflusst das Ganze natürlich auch ein bisschen. Unser positiver Aspekt von dem Ganzen ist definitiv Slowenien, weil es einfach für Radlfahrer ein Herz haben. Haben ganz viele ausgebaute Radlwege. Autofahrer haben auch sehr rücksichtsvoll. Ist alles gut organisiert, also kann man gut radeln in Slowenien. Sochi war natürlich ein Traum, muss man sagen. Man müsste sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, wie wir es hier gemacht haben, damit man seine Punkte ein wenig genauer anschaut. Aber generell sehr schön. Das Problem ist tatsächlich Istrien, was wir jetzt da in unserem Rückblick sagen muss. Die Radlwege haben am Anfang, solange man dann in Slowenien war, absolut ein Traum. Aber je weiter man südlich kommt, umso mehr wird das Ganze in Richtung Campinganlagen forciert. Das ist gut für die Camper, aber schlecht für die Radlfahrer. Istrien, die Städte, die weiß man, dass die Ski sind. Aber sollte man nicht in einer Radlrundreise erledigen. Muss man anders machen. Dann bis demnächst auf diesem Kanal. Servus. Servus.